Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Folge 17. Attraktionen. Bernd, du alter Kojote, ruft Trixie. Bernd, komm schnell, oder hast du etwa verschlafen? Hakt Trixie nach. Ich bin weder alt, noch bin ich ein Kojote, du Schoßhündchen, erwidert Bernd. Ich habe das Ausruhen einfach noch etwas mehr genossen heute. Es ist Sonntag, hörst du, Trixie? Und am Sonntag darf man auch mal ein wenig länger eingekringelt im Körbchen liegen. Okay, Bernd, da kann und will ich dir natürlich nicht widersprechen, meint Trixie. Trotzdem wartet der Garten. Bernd, ich mag es einfach viel lieber, wenn wir zusammen hin und her strolchen. Wir sind Hunde. Wir sind nicht nur Rudeltiere, nein, wir sind auch Gewohnheitstiere, lacht Trixie. Seit wann bist du denn so überzeugend beim Verhandeln, liebe Trixie? Nun gut, spricht Bernd, ich gebe mich geschlagen. Bernd Schäferhund nimmt Anlauf und sprintet, ohne sich zu recken und zu strecken, wie ein Windhund durch die offene Gartentür. Naja, vielleicht nicht ganz so schnell, aber schon ziemlich schnell. Im Garten angekommen steht er wie ein Welpe vor Trixie, die über sein durchaus bemerkenswertes und agiles Verhalten erstaunt ist. Bernd bellt mit leicht heulendem, wolfähnlichen Unterton, so wie es nur der echte Bernd Schäferhund kann. Wow, ruft Trixie. Bernd, mein großer Kumpel, bist du etwa in der Nacht aus deinem Körbchen in einen Jungbrunnen gefallen? Nein, antwortet Bernd. Ich sagte doch, Trixie, ich bin weder alt, noch bin ich ein Kojote. Ich bin Bernd Schäferhund, der Bernd Schäferhund, der ich immer schon war. Ich verstehe, murmelt Trixie, trotzdem verwundert. 1:0 für dich, Berndchen. 1:0 für dich, echter Bernd Schäferhund. Beeindruckt bin ich trotzdem ein bisschen. Es kam mir auf jeden Fall so vor, als hätte man dir alle Batterien gewechselt. Du hast Ideen, schreit Bernd lachend auf. Komm schnell, wir erkunden unser Umfeld, so wie wir es immer machen. Trixie und Bernd gehen dicht nebeneinander durch den gesamten Garten spazieren. Und dies sogar mehrfach. Richtig gut geht es den beiden. Sie bleiben nach einer ganzen Weile, ja sogar viel länger als sonst, an der großen Eiche stehen. Ihr wisst schon, an dem Blätternest, dem Lieblingsplatz von Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Selbstverständlich wollten sie hier ein Päuschen machen, aber ein brummendes Motorengeräusch unweit vom Zaun mit dem losen Ende, welches auch zu besonders wichtigen Abenteuern als eine Art Hundeklappe dient, stört den bis vor wenigen Minuten noch ruhigen Sonntag. Oh Mann, Bernd, ruft Trixie, da geht man mal ein bisschen länger spazieren und dann sowas. Immer dann, wenn man so richtig müde ist. Ich meine so richtig hundemüde. Bernd, du verstehst doch, was ich meine, oder? Fragt Trixie. Jein, Trixie. Also ja, ich weiß, was hundemüde bedeutet, besonders wenn du es sagst. Aber ich habe keine Lust auf negative Gedanken heute. Auch wenn ich genau wie du ein schönes Schläfchen gebrauchen könnte. Aber was ist denn, wenn wir es versuchen, positiv zu sehen und einfach mal nachsehen am Zaun? Entstehen nicht immer so unsere besten Abenteuer, Bernd? Na klar, schreit Trixie auf. Du hast recht. Los, komm, Berndchen. Wir sehen mal nach. Die beiden Hunde nehmen ihre Beine in die Hand und machen sich auf dem Weg zum störenden, aber vielversprechenden Geräusch am Zaun. Trixie und Bernd blicken beide durch die Streben im Zaun und sind erstmal etwas enttäuscht. Dort ist ja gar nichts, Bernd, meint Trixie. Ja, du hast recht, du kleiner Hund, ruft Bernd. Da ist nur eine graue alte Plane oder so etwas. Das Motorengeräusch ist auch weg. Trixie, sollen wir mal schauen gehen? Es sind ja nur ein paar Meter. Komm schon, sonst bist du auch immer so furchtlos. Trixie überlegt natürlich nicht, sondern geht direkt zusammen mit Bernd durch die lose Stelle am Zaun raus vors Grundstück. Sie schütteln beide mit dem Kopf und staunen nicht schlecht. Bernd, ich glaube, das war keine große Plane. Vor ihnen steht ein LKW samt Anhänger, in dem sich ein großes graues Tier befindet. Bernd, ist das etwa ein Elefant? Fragt Trixie. Rechnet Bernd still nach. Groß, grau, Ohren wie Tragetaschen und ein Schlauch, der aus dem Gesicht gewachsen ist? Japp, Trixie. Vor dir steht keine lebende graue Plane. Nein, herzlichen Glückwunsch, du stehst vor einem Elefant. Nun dreht sich der Elefant auch in Trixies und Bernds Richtung und kichert. Na, ihr zwei Kläffer? Ihr habt richtig geraten. Ich bin ein Elefant. Aber nicht irgendein Elefant. Nein, bei weitem nicht. Ich bin Lumpy, der einzigartige Zirkuselefant. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Trophäen ich bereits eingefahren habe. Auch heute Abend werde ich es wieder allen zeigen. Bernd geht in Richtung des Anhängers, ein umgebauter Pferdetrailer, auf dem Lumpy, der Elefant, steht. Trixie ist auf Bernds Rücken gesprungen, um näher an dem Geschehen sein zu können. Wow, spitzenmäßig, rufen die beiden. Sowas haben wir auch noch nicht mitbekommen. Ja, sagt Lumpy ganz stolz. In meinen Abendvorstellungen springe ich mit allen 4 Stempeln auf einen Ball und balanciere. Ich bezeichne meine Beine gerne als Stempel, denn sie stützen mich wie eine lebende Statue. Nun kommt ein Schimpanse um die Ecke und zieht sich an dem kleinen Schwänzchen von Lumpy hoch auf den Trailer. In seiner Hand hält er eine Banane. Ach, Holger, da bist du ja wieder, ruft Lumpy. Ja, ich habe dein Gespräch mitbekommen, antwortet Holger der Schimpanse. Ich bin Holger, ruft er Bernd und Trixie rüber. Es ist aber nicht ganz richtig, was Lumpy gerade sagte. Sie springt nicht auf den Ball, sondern sie geht langsam mit einem Bein nach dem anderen Schritt für Schritt auf den Ball. Dabei beißt Holger wie ein Filmstar ein Stück von seiner Banane ab. Oh, geht das schon wieder los? Als würde das einen Unterschied machen, Holger.
Wisst ihr, Trixie und Bernd, ruft Lumpi, seitdem Holger mitbekommen hat, dass er ein Menschenaffe ist, weiß er plötzlich alles besser und korrigiert mich fast in jedem Satz. Aber mal ehrlich, ihr beiden, kein Mensch mag Besserwisser, ruft Lumpi. Moment, lenkt Holger ein. Er geht einen Schritt vor Lumpi und spricht zu unseren beiden Hunden. Lumpi, du hast gesagt, kein Mensch mag Besserwisser. Aber das kann ich so nicht stehen lassen. Ich meine nämlich mal gehört zu haben, dass es in einem Vorort unweit von Paris einen Schuster gab und der hatte etwas für Besserwisser über. Völlig genervt ruft Lumpi. Merkt ihr, genau das meine ich. Du bist schlimm, Holger. Erinnere dich lieber mal daran, als du noch etwas kleiner warst. Weißt du, was ich meine? Ich meine den Tag, an dem du dich verlaufen hast. Weißt du das nicht mehr? Wer hat dich damals gefunden, Holger? Ich habe dich gefunden, ruft Lumpi. Ich habe dich gefunden, mein Freund. Ich glaube, ich habe dich gefunden, sagt Holger. Ich habe dich zuerst gesehen, fügt er hinzu. Holger und Lumpi lachen. Das war ein Insider, rufen die beiden Bernd und Trixie zu. Das Motorengeräusch ist auch wieder zu hören, sagt Trixie. Oh, das ging ja schnell, sagt Lumpi. Wir fahren zum Zirkus. Hier haben wir heute Abend eine Vorstellung. Also, ich und Holger. Kommt doch vorbei, Trixie und Bernd. Das heißt Holger und ich, ruft Holger. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Das habe ich, Holger. Keine Sorge, das habe ich, Holger, lacht Lumpi. Langsam setzt sich das Fahrzeug mit Holger, dem besser wissenden Schimpansen, und Lumpi, den Zirkuselefant, in Bewegung. Wir kommen gerne vorbei, ruft Trixie. Und wenn wir es nicht schaffen, fragen wir einfach einen fliegenden Freund, der uns dann alles berichtet. Viel Spaß und bis bald, ruft Bernd. Lumpi und Holger winken ein letztes Mal, bevor der Sattelzug um die Kurve biegt. Trixie und Bernd traben zufrieden und glücklich zurück in den Garten. Das waren aber zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten. Meinst du, man denkt auch so über uns? Bernd antwortet, ich habe keine Ahnung, liebe Trixie. Aber lass uns reingehen. Das war genug für heute. Vielleicht merke ich nun doch, dass ich nicht mehr der jüngste Kojote bin. Dabei lächelt Bernd. Stimmt, Bernd, vielleicht kann Helmut ja die Show für uns verfolgen. Dabei laufen die beiden in Richtung Körbchen in der Wohnung. Trixie spricht zu Bernd. Ich muss mich jetzt hinlegen, denn ich will ja fit sein. Moment, schreit Bernd so laut auf, wie es nur der echte Bernd-Schäferhund kann. Schau doch mal, wer dort im Körbchen sitzt. Trixie laufen sofort Freudentränen runter. Im Korb sitzt Cassie Meerschwein. Sie läuft den beiden entgegen, nun wird gekuschelt und die erlebten Abenteuer werden ausgetauscht. Endlich sind die drei wieder vereint. So geht es noch ein wenig weiter, bis Trixie völlig übermüdet zu ihren Freunden spricht. Ich muss mich jetzt hinlegen, denn ich will ja fit sein. Für morgen, für unser neues Abenteuer.